Das Preference Learning, also das Lernen von Nutzerpräferenzen, ist ein wichtiger Baustein für den ganzen Hype, den wir momentan um ChatGPT und Co. erleben. Und es freut mich umso mehr, dass ich heute einen der Erfinder dieses Bausteines, dieses Mechanismus als Gast bei mir habe, nämlich Eike Hüllermeier. Er ist Professor an der LMU für KI und maschinelles Lernen und bei uns am Fraunhofer IM auch einer der Chief Scientists. Hallo Roman. Ja, herzlich willkommen Eike. Schön, dass du heute die Zeit gefunden hast, dass wir uns einmal austauschen können über aktuelle Trends und das ganze Thema KI, Generative AI. Das hat ja eine gewisse Dynamik und als Professor für KI wird man damit ja täglich auch wahrscheinlich konfrontiert. Vielleicht kannst du einmal zu Beginn für uns gerade so einordnen, wie überraschend und wie groß ist dieser ganze KI-Hype um ChatGPT eigentlich wirklich? Oder ist es etwas, was man so auch historisch, wenn man sich KI anguckt, ist es ja immer so in Wellen gekommen? Wird man später vielleicht in 2, 3, 4 Jahren auch drauf gucken, war halt auch ein kleines Wellchen oder ist es schon ein bisschen mehr? Ist auf jeden Fall mehr, deutlich mehr. Du hast es schon gesagt, die KI hat sich historisch immer in Wellen entwickelt, aber die aktuelle Welle ist sehr, sehr groß. Ich will nicht sagen, es ist ein Tsunami, aber die Welle ist sehr groß und die wird auch so schnell nicht wieder abebben. Die Leute warten ja quasi, es gibt ja einige, die warten schon quasi auf den nächsten KI-Winter. Ja. Der wird sich aber, glaube ich, auf absehbare Zeit erstmal nicht einstellen. Dazu ist das Thema zu groß und dazu wurde auch schon zu viel investiert in dieses Thema in den vergangenen paar Jahren. Also würdest du momentan tatsächlich auch diese große Investitionswelle, wie wir es auch gerade in den USA sehen, also wo Milliarden ja in das Thema investiert werden, also Milliarden und Milliarden und Milliarden, ist das einer der großen Treiber oder ist es auch technologisch tatsächlich ein Durchbruch, den man da erreicht hat mit diesen Sprachmodellen und mit der Leistungsfähigkeit dieser Sprachmodelle? Absolut, also über die Höhe der Investitionen kann man natürlich diskutieren. In den USA wird deutlich mehr investiert als in Europa. Auch in China wird mehr investiert. Wir wären natürlich froh, wenn auch in Europa und in Deutschland noch mehr Geld in diese Technologie fließen würde. Aber ja, ich glaube, das Geld ist gut investiert. Wenn man mal schaut, was schon so alles funktioniert und wie weit man schon in den Anwendungen gekommen ist in relativ kurzer Zeit, dann glaube ich, dass sich diese Investition auf jeden Fall lohnt. Ja, okay. Jetzt habe ich dich heute hier als Gast und natürlich brennt die allererste Frage selbst bei mir. Was siehst du denn momentan tatsächlich als die großen Trends, die man vielleicht noch gar nicht so diskutiert oder im Social Media wahrnimmt? Aktuell wird ja viel über Bild- oder Videogenerierung auch diskutiert in Anwendungen. Was sind so die Trends, die du gerade siehst, die vielleicht jetzt gerade in der Mache sind? Ja, diskutiert in den Medien wird ja viel über Anwendungen. Ist ja auch klar, das ist das, was die Leute interessiert. In der Forschung geht es natürlich auch um theoretische Grundlagen und das ist ein relativ großes Thema, würde ich sagen, momentan. Es war ja schon oft im Bereich des Machine Learning so, dass zuerst die Anwendung kam und dann funktionierten Dinge und man konnte sich eigentlich noch gar nicht so richtig erklären, warum das eigentlich funktioniert. Ne? Und das ist momentan eigentlich wieder so. Im Zusammenhang mit Deep Learning und generativer KI. Ich meine, das sind ja jetzt momentan die Themen innerhalb der KI. Es gibt natürlich noch mehr andere Teilgebiete, das darf man nie vergessen. Ja. Aber das sind ja die großen Themen im Moment, die Leute umtreiben. Und die Erfolge in der Anwendung sind ja spektakulär. Man versteht oft noch gar nicht so richtig, warum das eigentlich alles funktioniert. Und das sind sehr, sehr wichtige theoretische Fragen. Also nur mal als Beispiel, wir jetzt nicht zu sehr in die Theorie einsteigen, aber die Frage beispielsweise, warum tiefe neuronale Netze, inklusive tiefe neuronale Netze, die den generativen Modellen zugrunde liegen, eigentlich so gut funktionieren im Sinne von generalisieren. Im maschinellen Lernen geht es ja immer um die Frage der Generalisierung. Man lernt aus speziellen Daten und möchte dann aber, dass die Modelle auch in neuen Situationen korrekt funktionieren, klassifizieren, generieren, im Fall von generativen Modellen und so weiter. Und warum das eigentlich funktioniert? Theoretisch sollte das eigentlich gar nicht so sein. Die Theorie sagt eigentlich was anderes. Diese Modelle sind ja hoffnungslos überparametrisiert. Und die Frage ist, warum generalisieren die eigentlich trotzdem so gut? Na, man hat da ganz interessante Phänomene empirisch beobachtet. Also beispielsweise sowas wie Double Descent. Das bedeutet, dass wenn man so ein neuronales Netz größer macht, dann verbessert sich zuerst die Performance, nimmt dann wieder ab einer bestimmten Größe. Das sieht dann nach so einer Überparametrisierung. Und geht das aber wieder. Overfitting und solche Effekte. Und dann macht man es noch größer und plötzlich wird es wieder besser.
Ja. Und solche Phänomene theoretisch zu erklären, ist nicht einfach, da ist man momentan dran. Ja. Und das ist eher so Forschung im Bereich der Theorie. Sehr, sehr wichtige Forschung. Müssen wir wahrscheinlich auch machen, um auch neue Mechanismen überhaupt erkennen zu können, warum das so ist. Also wir müssen auch rückwirkend dann das Ganze verstanden haben. Absolut. Und wenn man dieses Verständnis nicht hat, dann ist man natürlich auch nicht in der Lage, diese Modelle systematisch zu verbessern. Ne? Wir sind ja momentan in einem Zeitalter, das einige bei uns im Bereich so als Alchemie bezeichnen. In Analogie zur Chemie. Ja. Oder also Chemie, so vor der Chemie, genau. Bevor man verstanden hat, was man eigentlich da tut. Genau, und man probiert heute viele Dinge aus, spielt mit Architekturen von neuronalen Netzen und so weiter. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht, aber man möchte natürlich systematischer arbeiten können, so wie man es in der Wissenschaft gewohnt ist. Und dazu braucht man einfach diese Theorie. Eine andere interessante Richtung ist so die Frage, wie weit kommt man eigentlich, wie weit sozusagen kann man die KI skalieren? Durch mehr Daten, durch mehr Rechenpower und so weiter, auch im Hinblick auf Entwicklungen wie Quantum AI, also Kombination von Quantencomputing und AI. Ist auch eine interessante theoretische Fragestellung. Auch im Hinblick auf, klingt immer eher so ein bisschen nach Science Fiction, aber Fragen wie Singularität etc. Werden die Maschinen uns irgendwann überlegen sein, werden die uns irgendwann sogar abschaffen können und so weiter. Oder stößt man da an eine Sättigungsgrenze? Man beobachtet ja sowas ansatzweise auch schon für große Sprachmodelle momentan. Auch extrem interessante Fragestellung. Und ein weiterer sehr interessanter theoretischer Bereich momentan, meiner Meinung nach, ist sogenannte Neurosymbolic AI. Also die Idee, dass man nicht rein subsymbolisch arbeitet mit neuronalen Netzen, sondern neuronale Netze kombiniert mit eher klassischer KI-Verfahren noch ganz klassischer symbolbasierter beziehungsweise logikbasierter KI. Und auch das sieht sehr erfolgversprechend aus. In vielen Anwendungsgebieten bietet sich das auch an. Einmal Zwecksverständnis. Man versteht natürlich symbolische Modelle viel besser. Ja, klar. Zum anderen aber auch zwecks Einbringen von Domänenwissen, Hintergrundwissen, was man ja mit symbolischen Verfahren häufig viel einfacher tun kann, als mit rein subsymbolischen. Wenn ich hier den einen oder anderen Regelungstechniker bei uns zitieren darf, was man nicht modellieren kann, das sollte man nicht simulieren. Und das ist natürlich das Verständnis. Also Symbolik im Sinne von also wirklich mathematisch abbildbare Modelle, nachvollziehbare Modelle. Richtig. Und was in eine ähnliche Richtung geht, das sind sogenannte Informed oder Physics-Informed Machine Learning Modelle, oder Physics-Informed Neural Networks, wo man auch physikalische Gesetzmäßigkeiten etc. mitmodellieren kann, beziehungsweise als Nebenbedingung mit in den Lernprozess. Genau, es wird praktisch um zum Beispiel eine Maschine zu optimieren. Dann könnte man die Physik der Maschine, die man schon verstanden hat, die irgendwie auch durch Newton irgendwie gesetzlich irgendwie klar ist, was die physikalische Gesetzgebung da ist, wenn man in der Quantenphysik ist, das kann man beschreiben, das gibt man hinzu und ich sage jetzt mal, die Umfeldparameter und dergleichen, die man noch nicht verstanden hat, die könnte man dann symbolisch dann reinbekommen. Und man nimmt der Maschine bzw. dem neuronalen Netz viel Arbeit ab. Ja, klar. Was unnötig. Vielleicht mit ausreichend vielen Daten würde das Netz vielleicht diese physikalische Gesetzmäßigkeit selbst neu entdecken. Bräuchte dazu aber natürlich Zeit und durchaus viele Daten. Ja, aber es ist auch schön, wenn man so die Historie der KI-Forschung sich auch anguckt, dann war es ja oftmals auch so Hardliner-Positionierung, subsymbolisch oder symbolisch und das verschmilzt jetzt offensichtlich auch getrieben durch die Erfolge und die Möglichkeiten, die man vielleicht dann am Ende des Tages bekommt, dass das keine, ich sage jetzt mal, vorweg theoretische Frage ist, die man beantworten kann, sondern tatsächlich dann im Doing beantworten. Allerdings auch nicht zum ersten Mal. Ja. Wie gesagt, KI entwickelt sich immer wieder ähnlich. Genau. Und man hatte ähnliche Ideen ja auch schon in den 80er, 90ern. Ja. Damals gab es sogenannte Neuro-Fuzzy-Systeme. Das war im Grunde genommen genau die gleiche Idee. Ändert sich heutzutage kaum noch. Das war doch meine erste KI-Implementierung war ein Neuro-Fuzzy-System. Also ich tatsächlich auf ein mechatronisches System. Und ist im Grunde genommen genau die gleiche Idee. Die Sachen zusammenzubringen. Natürlich, heutzutage arbeitet man mit viel größeren Modellen und so weiter. Aber
rein theoretisch im Prinzip genau die gleiche Idee. Was ist die spannendste Forschungsfrage, die du momentan in deiner Forschungsarbeit verfolgst? Naja, du hast ja eben schon angedeutet, wir haben, du hast von einem, sage ich mal, unserer Querschnittsthemen gesprochen, das präferenzbasierte maschinelle Lernen. Und wir sind eigentlich ganz froh über diesen Hype jetzt auch. Und dass diese Methodologie, an der wir schon eigentlich relativ lange arbeiten, dadurch jetzt wieder so viel Aufmerksamkeit bekommt. Die war mal so ein bisschen am Abebben im Grunde genommen. Ne? Ja. Und dadurch, dass diese präferenzbasierten Methoden jetzt im Gen-AI-Bereich eine so zentrale Rolle spielen, bekommen die natürlich wieder viel mehr Aufmerksamkeit. Passiert auch wieder mehr Forschung. Also vielleicht nochmal in 2, 3 Sätzen nochmal das präferenzbasierte Lernen nochmal für uns nochmal so erklären, wie genau damit. Ja, das präferenzbasierte Lernen ist im Grunde genommen, also einfach gesagt, ist das die Idee, dass man statt, wie man es typischerweise tut, im maschinellen Lernen aus numerischer Information lernt, aus qualitativer Information, qualitativen Feedback beziehungsweise Ordnungsstrukturen lernt. Also Beispiel Reinforcement Learning, ne? Was ja eine sehr wichtige Methodik auch im Bereich des maschinellen Lernens ist, auch für Ingenieur. Ja, absolut. Da ist es ja typischerweise so im klassischen Setting, dass man so eine numerische Reward-Funktion erwartet. Das heißt, der Agent führt irgendeine Aktion durch und von Zeit zu Zeit braucht er so ein numerisches Feedback, ne, um zu wissen, war das gut, war das weniger, was ich gemacht habe und so weiter. Und dieses numerische Feedback zu generieren, ist halt in vielen Anwendungen nicht einfach. Und insbesondere, wenn das Feedback vom Menschen kommt, weil Menschen nicht so einfach in der Lage sind, numerisch zu bewerten. Ja. Die können aber gut vergleichen. Und die können, wenn sie beispielsweise 2 Alternativen gezeigt bekommen, 2, weiß ich nicht, generierte Bilder, generierte Texte und so, um im Gen-AI-Bereich zu bleiben, dann können die relativ einfach sagen, das gefällt mir besser als jenes und so weiter. Ne? Das ist so ein typisches Beispiel für eine Präferenz, eine qualitative Aussage. Und eine interessante Frage ist, wie gut und wie effizient können Maschinen aus dieser Art von qualitativen Feedback lernen, was ja zunächst mal schwächeres Feedback ist als präzises numerisches Feedback. Ja, genau. Also darum geht es im Bereich präferenzbasiertes Lernen. Das ist eines unserer großen Themen. Es gibt aber noch ein zweites wichtiges, mindestens wichtiges Thema, Querschnittsthema bei mir am Lehrstuhl. Und das ist das Thema Unsicherheit. Unsicherheit in der KI, beziehungsweise Unsicherheit im maschinellen Lernen. Und das ist auch eines unserer wichtigen Themen momentan. Die Frage nämlich, wie sorgt man dafür, dass KIs sich ihrer eigenen Unsicherheit bewusst sind? Uncertainty Awareness sagt man im Englischen dazu. Und das ist nicht einfach, das hinzubekommen. Man kennt diese Beispiele ja auch von ChatGPT. Ne? Das fängt plötzlich an, irgendwie zu halluzinieren und erzählt dann völligen Unsinn. Und merkt eigentlich Unsicherheit nicht. Ne? Genau. Hat kein Gefühl dafür, so wie wir Menschen eigentlich. Situationen, in denen man unsicher ist. Ne? Und dann vielleicht lieber erstmal gar nichts sagt, übergibt an jemanden, der es vielleicht besser kann oder so. Oder zumindest mal die Zusatzinformation liefert, okay, ich sage jetzt mal was, ich gebe mal eine Antwort, bin mir aber nicht sicher, dass das wirklich so stimmt. Ja. Und die Frage ist, genau, wie kriegt man das hin? Dass die Maschinen, dass die KIs sich ihrer eigenen Unsicherheit bewusst sind, diese Unsicherheit gut einschätzen können, repräsentieren können und möglicherweise sogar quantifizieren können. Okay. Im Sinne von Wahrscheinlichkeiten, aber auch durchaus unter Verwendung anderer, allgemeinerer Unsicherheitskalküle. Das Thema KI ist natürlich jetzt nicht nur aus Forschungssicht total hochrelevant, sondern wenn wir das wirklich in die breite Anwendung bekommen wollen, heißt das, wir müssen eigentlich mehr oder weniger alle mitnehmen. Also es muss in die Lehre hinein. Und damit beschäftigst du dich ja auch. Du hast ja auch ein Projekt, was sich mit dem Thema KI für die Lehre und in der Breite einsetzt. Vielleicht kannst du dazu einmal kurz was zu dem Projekt sagen und dann lass uns nochmal einordnen, wie du das momentan siehst. Ja, genau. Ja, in der Lehre passiert natürlich momentan auch sehr viel. Bei uns an der LMU leite ich so ein Projekt, das vom BMBF gefördert wird, im Rahmen eines Programmes, das heißt, glaube ich, KI in der Hochschulbildung. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Und in diesem Projekt
das über 4 Jahre gefördert wird insgesamt, geht es darum, KI relativ breitflächig als Nebenfach einzuführen bei uns an der LMU. AI is a major minor, heißt das. Wortspiel, ja, klar. Man versteht gleich, worum es geht. Unser Ziel ist es, eigentlich allen anderen Fakultäten KI als Nebenfach anzubieten. Und fast alle interessieren sich auch. Ja. Fast alle interessieren sich auch. Fast alle haben sich schon rückgemeldet. Das ist natürlich schon eine Herausforderung. Absolut. Dessen sind wir uns natürlich auch bewusst. Aber wir sind dabei, das zu konzipieren. Haben auch schon inzwischen eine Studien- und Prüfungsordnung und sind da auf relativ gutem Wege. KI geht heutzutage jeden an. Jeder hat irgendwie Aktien in KI, interessiert sich für KI. KI ist natürlich auch für fast alle anderen Wissenschaftszweige hochgradig relevant. Viele nutzen KI für ihre eigene Forschung, um ihre eigene Forschung effektiver zu machen. Und wem erzähle ich das? Ingenieurwissenschaften haben wir jetzt ja alle an der LMU nicht, aber viele andere, eigentlich alle anderen Wissenschaften. Und fast alle anderen Wissenschaften interessieren sich auch dafür. Wir sind jetzt noch nicht so sehr weit. Offiziell gibt es diesen Studiengang seit letztem Semester. Also es haben sich jetzt erste Studierende eingeschrieben. Und wir sind mal gespannt, wie das anläuft. Also die Herausforderung ganz klar besteht natürlich darin, dass die Studierenden da sehr heterogen für die Lehrenden und für dein Team natürlich eine große Herausforderung, die unterschiedlichen Absprunghöhen. Ne? Also wenn einer noch gar nichts von Informatik oder mathematischen Modellen weiß, ist es natürlich schon eine Herausforderung. Wobei wir im Bachelor ansetzen, das ist natürlich ein Vorteil. Es ist immer noch schwieriger, wenn man erst im Master ansetzt mit so einem Studiengang und einer interdisziplinären Ausbildung. Wir setzen schon im Bachelor an. Wir haben aber tatsächlich diese grobe Unterscheidung, die du gerade schon angedeutet hast. Wir können natürlich nicht für jeden Studiengang ein maßgeschneidertes Programm liefern. Das kann ja niemand leisten. Aber wir haben diese grobe Unterscheidung. Also wir bieten von den einführenden Vorlesungen 2 Varianten an. Einführende Vorlesungen in KI und in Machine Learning und so weiter. Eine Variante für Studierende, die sag ich mal, dieses mathematische Rüstzeug mitbringen, also insbesondere Studierende aus naturwissenschaftlichen Studien. MINT-Fächern haben, ne? Genau. MINT-Fächer, ohne Technik. Wie gesagt, ohne Technik. Und dann Studierende, die das nicht mitbringen, weil sie Geisteswissenschaften studieren, Sozialwissenschaften und so weiter. Ja, für die konzipiert man dann die Vorlesungen etwas anders. Die interessieren sich auch typischerweise für etwas andere Fragestellungen. Also insbesondere so Fragestellungen wie KI und gesellschaftsrelevante ethische Fragen wahrscheinlich dann auch eher. Was ja auch eine sehr, sehr wichtige Richtung ist. Wir hatten ja eben über Forschungstrends gesprochen, hatten wir jetzt keine Gelegenheit darüber zu reden, aber auch das sind ja sehr, sehr wichtige, teilweise auch Grundlagen, Forschungsfragen in dem Bereich. Und ich glaube auch, dass es deshalb so wichtig ist, diese Studierenden zu haben, weil die natürlich auch wichtige Beiträge zur KI leisten. Das sind ja nicht nur Informatiker, Mathematiker und Ingenieure, die wichtige Beiträge leisten, sondern KI ist ja inzwischen auch ein sehr, sehr interdisziplinäres Fach. Und da braucht man halt auch Geisteswissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler und so weiter, ne, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Natürlich. Und die wollen wir ausbilden. Absolut. Da finde ich total spannend. Ich hatte das vorhin mir auch schon gedacht. Wir haben ja in Deutschland ja eine etwas andere Förderpolitik, was das Thema KI in der Forschung zumindest in den letzten Jahren anging. Wir haben uns ja als Bundesregierung auch schon seit 5, 6 Jahren eigentlich darauf entschieden, dass wir tatsächlich das Thema KI auch in der Breite fördern. Das heißt, an fast jeder Hochschule gibt es eigentlich, ich will nicht nur sagen, nicht mal eine, aber mindestens 2 Lehrstühle oder Professoren oder Professoren für das Fachgebiet, auch noch in den Teilfachgebieten zum Teil dann spezifiziert. Und es gibt natürlich auch Universitäten, die einen ganz starken Schwerpunkt haben, die wirklich eine ganze Batterie von Professuren und Laboren haben zu dem Themenfeld. Aber diese Breite, die könnte ja jetzt wirklich noch ein Vorteil werden, gerade in der Ausbildung, weil wir viele für die Gesellschaft relevante Disziplinen ja eigentlich fast alle mitnehmen können. Und das uns natürlich als Gesamtgesellschaft oder als Land natürlich weit nach vorne bringen kann, weil wir auch sehr unterschiedliche Anwendungen und diese bis zum Ende denken können. Was ja schon ein Thema ist beim Thema KI, wenn viele Zitate ja so
KI ist auch das Gefährlichste, was man in den letzten Jahren vielleicht gerade so entwickelt, dass man das zu Ende denkt. Also absolut. Sehr, sehr wichtig. Und tatsächlich ist es so bei uns an der LMU, ich habe jetzt über Lehre gesprochen, aber die Lehre, so wie sie uns vorschwebt, ergänzt eigentlich auch sehr, sehr gut die Forschungspolitik. Es ist tatsächlich so, Bayern hat ja relativ viel Geld investiert in KI. Einiges ist natürlich auch an die LMU geflossen. Insgesamt wurden im Rahmen der Hightech-Agenda, heißt es da ja in Bayern, dort 15 neue KI-Professoren eingerichtet. Und diese 15 KI-Professoren, die sind wirklich breit verteilt worden über die gesamte Universität, über alle Fakultäten. Ja. Die Informatik hat tatsächlich nur eine gekriegt. Das ist deine. Genau. Und darüber waren die erst gar nicht so happy, kann man sich ja vorstellen. Ne? Die hatten aber es auch schon welche gab. Genau, dass es da ein bisschen mehr gibt für die Informatik. Ja. Aber das war eine ganz bewusste Entscheidung. Ne? Und ich finde das auch eigentlich eine gute Entscheidung vor dem Hintergrund dessen, was du auch gerade gesagt hast, dass man ja diese Interdisziplinarität braucht. Also wir haben jetzt KI in Psychologie, wir haben KI in Medizin, wir haben KI in Wirtschaftswissenschaften und. Wir haben fast in jeder Fakultät 1, 2 KI-Professoren. Ja, sehr spannend. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und man ist ja dann auch mit diesen Leuten zusammen. Ich bin dort in einem Gebäude, wo halt zumindest mal ein Großteil dieser KI-Professoren untergebracht sind. Ja, und da bin ich der einzige Informatiker. Alle anderen kommen aus anderen Fachdisziplinen. Und das finde ich total spannend. Ja, Interdisziplinarität ist einfach wahrscheinlich schon für die Zukunft ganz, ganz wichtig. Und Themen überhaupt so ist unsere Zusammenarbeit ja auch. Absolut. Interdisziplinär sind auch die Gäste, die ich eigentlich immer hier zu Besuch habe. Und ich schließe eigentlich immer die Frage ab, wie die Leute zu KI gekommen sind. Du bist ja auch nicht als KI-Professor geboren worden, sondern irgendwie den Weg dorthin gefunden. Vielleicht kannst du einmal hier, wie wird man eigentlich einer der führenden KI-Professoren Deutschlands? Ja, unspektakulär. Spektakuläre Antwort kann ich darauf nicht geben. Ich habe angefangen, Informatik zu studieren, habe dann später noch Mathematik hinzugenommen, weil das so die Fächer waren, die mich damals am meisten interessiert haben eigentlich. Damals natürlich noch nicht jetzt speziell mit dem Ziel, KI zu machen. Ja. Aber im Studium, ich meine, das kennst du ja sicherlich auch, ne? Da hört man halt Vorlesungen und die eine Vorlesung, die gefällt einem besser als die andere. Und man merkt dann ja relativ schnell, was ist so das Teilgebiet, das mich am meisten interessiert. Und das war bei mir relativ schnell klar, dass das KI war. Obwohl das damals ja noch gar nicht so angesagtes Thema war. Ja. Ich habe ja Ende der 80er angefangen, dann Mitte 90er fertig geworden. Da war das ja noch nicht so ein riesen Hype. Trotzdem hat mich das Thema interessiert und ich habe meine Abschlussarbeit geschrieben, ich habe dann promoviert in KI und war dann praktisch drin. Ja, spannend. Also, ich kann das aber bestätigen. In meinem Studium wollte ich auch eine Arbeit über KI. Ich habe es auch gemacht. Bin auch im Studium schon dazu gekommen, Abschlussarbeiten. Es war unglaublich schwer, als Ingenieur jemanden in der Informatik zu finden, der dann eine KI-Arbeit betreut. Nicht, weil jetzt ein doofer Ingenieur war, sondern tatsächlich, weil das Thema auch Anfang 2000 doch das war überhaupt keinen großen Druck. Das kam kurz danach, kam das ganze Thema Deep Learning. Aber noch 2, 3 Jahre vorher war das einfach nicht das Thema. Ne? Das muss man. Absolut. Das ist dann oft so. Ne? Absolut. Ja. Doch spannend. Aber gut, man lässt sich von seinen Interessen nicht abhalten. Ne? Genau. So ist es dann. Und so war es bei mir. Und also im Nachhinein natürlich auch eine ganz gute Entscheidung. Wobei ich muss schon sagen, das ist vielleicht noch eine interessante Anekdote jetzt so am Rand. Ich habe damals auch relativ viel im Bereich Statistik und Ökonometrie gemacht. Ne? Und ich hatte direkt im Anschluss an mein Studium genau diese 2 Optionen. Ich hatte die Möglichkeit, in Paderborn in einem Graduiertenkolleg zu promovieren mit einem KI-Thema, also in der Informatik zu bleiben. Ich hatte parallel ein Angebot tatsächlich von der LMU damals als wissenschaftlicher Mitarbeiter dort an einen Lehrstuhl für Ökonometrie zu gehen. Okay. Damals bei dem Klaus Zimmermann, relativ bekannt auch in dem Bereich. Und die Entscheidung ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Im Nachhinein war es, glaube ich, eine gute Entscheidung, in der Informatik zu bleiben. Aber das war natürlich eine wichtige. In Paderborn statt in München. Das kam natürlich auch.
Dazu die Standortentscheidung, okay. Ja. Aber es war natürlich eine wegweisende Entscheidung, ne? Weil das Statistikökonometrie ja schon ein anderes Fach und ein anderer Werdegang. Bin dann in der Informatik geblieben, ja, und ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Und jetzt bin ich ja trotzdem noch an die LMU gekommen. Ja, das ist schön. Über die Informatik halt. Aber ja, das war dann doch nochmal eine wichtige Entscheidung damals. Schön. Ja. Ja, wie gesagt, ich glaube, eine ganz gute. Ja, das glaube ich auch. Vielen Dank, Eike, dass du heute zu Gast bei mir warst, so ein Talk. Und ja, danke, dass ich da sein durfte. Ich glaube, ein schönes Bild wieder, wie interdisziplinär das Thema Künstliche Intelligenz ist und wie interdisziplinär wir es auch gestalten müssen. Heute mal einen absoluten Fachexperten auf dem Gebiet der KI da. Aber sicherlich werden wir bei der nächsten Folge auch wieder mal in andere Bereiche reingucken, um das Thema KI ganzheitlich zu beleuchten. Dankeschön.